Noch 2 Spiele und dann sind wir eventuell in der Bundesliga. Mal schauen, wie wir die Relegation hier bestreiten gegen den 1. FC Köln. Die sind 16. der Bundesliga geworden. Ja, Thema Relegation ist relativ schwierig. Großes Streitthema. Ich bin jetzt unbedingt nicht für die Relegation, obwohl durch die Relegation mein Verein damals die Klasse noch gehalten hat und heute da ist, wo sie halt stehen. Aber ich finde, Relegation ist einfach so eine zusätzliche, klar, Geldmacherei, zusätzlich Nerven für Fans, für Verantwortliche, vor allem für die Spieler. Und im Prinzip werden die einen für eine gute Saison bestraft und die anderen für eine schlechte Saison belohnt, dass die dann quasi in 2 Spielen nochmal ran müssen. Von daher finde ich Relegation, weiß ich nicht, ob man sie ganz abschaffen sollte. Ich bin auf jeden Fall dafür. Lass doch einfach wieder 3 aufsteigen, 3 absteigen oder du machst 3 Absteiger und die zweite Liga macht halt Aufstiegsplayoffs. Da hast du dann halt aber auch wieder so ein Vibe wie bei der Relegation. Dann könntest du zum Beispiel ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden machen. Also es gibt, denke ich, viel bessere Möglichkeiten und Varianten als die wir jetzt haben. Also das zum Thema Relegation. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu unten reinschreiben. Wie seht ihr das? Würdet ihr meinem Vorschlag zustimmen? Seid ihr ganz anderer Meinung? Findet die Relegation sogar ganz klasse? Würde das auch weiterhin so machen? Das, ja, wäre mal sehr interessant. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das mit der Hertha hier schaffen. Wir haben es gegen Hamburg zwar gewonnen, aber natürlich im Endeffekt hätte Schalke 6-7-0 theoretisch verlieren müssen. Wir hätten auch noch höher gewinnen müssen. Aber gut, Hannover und Schalke sind aufgestiegen. Ich würde auch gerne hier mit der Hertha aufsteigen. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal in der Relegation sind, dann macht es ja auch wenig Sinn, hier zu verlieren. Also ich meine, die ganze Saison über lang spielt sie auch richtig gut eigentlich. Viele Spiele haben wir leider verpasst zu gewinnen, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Dann hätten wir jetzt die Relegation gar nicht, sondern wären schon direkt aufgestiegen. Aber egal, wir haben jetzt nochmal die Chance und die will ich nutzen. Und Nusa ist der Erste vielleicht, der den Auftakt hier macht. Nusa! Jawolski! So kann man nochmal reinstarten hier. Viertelstunde rum, Nusa. Das ist halt auch wie Ouedraogo, denke ich, ein Verkaufskandidat im Sommer. Da müssen wir dann halt auch mal gucken, dass wir den entweder für viel Geld abgeben oder vielleicht nimmt er ja so eine extreme Entwicklung noch im Sommer. Also kriegt so hohes Potenzial und so weiter, dass wir den noch behalten. Bin ich immer noch ein bisschen am Hin und Her überlegen. Und ich bin auch immer noch am Hin und Her überlegen, was ich da nächste Saison mache mit der Hertha, ob wir das so machen wie in der zweiten Liga, dass ich die meisten Spiele simuliere und nur so gegen die Spitzenteams, also so Leverkusen, gegen Dortmund, gegen Bayern, dass ich das halt spiele und dass ich die anderen Dinge halt simuliere. Jetzt muss ich mal kurz hier mich fokussieren, wir sind nämlich schon wieder vorn und zwar diesmal durch Sforza und Tabakovic und 2-0. Was ist denn hier los? So einen Auftakt hätte ich in Hamburg gebraucht. So 2 Tore nach 20 Minuten, das ist ja sensationell. Die Kölner spielen wir momentan an die Wand. Wir wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und wir haben jetzt auch natürlich den Platz, guck mal, abgefälscht oder abgeblockt und dann ist Tabakovic völlig frei. An Paccarada vorbei. Ist erstmal eine sehr komfortable 2-0-Führung, sehr, sehr gut. Das ist auch natürlich ein Auftakt nach Maß, ey. Wahnsinn. Hätte ich mir so nicht ausgemalt, in meinen kühnsten Träumen. Ja, um nochmal auf die Hertha-Karriere jetzt zurückzukommen, also es hat Spaß gemacht und so weiter und so fort, aber ich lasse euch natürlich auch gerne mitentscheiden, ob wir denn weiterspielen wollen, ob wir so weiterspielen wollen. Was ist denn jetzt hier los? Buchalakis. Müssen wir erstmal die nächste Chance hier nutzen. Buchalakis und Tabakovic und 3-0. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Spiel? 22 Minuten rum und ich wollte noch hinzufügen, dass ja eigentlich der Zweitligist immer dem Erstligisten logischerweise unterlegen ist, was die Kader angeht, was natürlich auch das Budget angeht, die finanziellen Rahmenbedingungen, die sind bei einem Zweitligisten einfach nochmal ganz, ganz anders, aber wenn ich das jetzt hier sehe, tja, dann muss man sich schon hinterfragen, woran hat es hier liegen beim 1. FC Köln? 3-0 nach 22 Minuten. Das ist, ein Schock, also für uns und für die Kölner, also dass es so bislang reibungslos funktioniert, das hätte ich nicht gedacht. Also damit hätte ich wirklich am wenigsten gerechnet, aber wir nehmen es mit. Ich muss mich ja nicht dafür entschuldigen, dass ich hier 3-0 für 3-0, Achtung, verdient führe bislang. Selke, jetzt ist das der Auftakt für die Kölner, also es ist auch lange noch nicht entschieden, weil ich sehe uns trotzdem immer noch nicht so stabil in der Defensive. Im Vergleich zu den Bundesligisten. Achtung, Ecke, Korn, Selke, aber Gomez. Aber wir machen direkt weiter. Wir bleiben in dem Rhythmus hier. Wir fahren jetzt gar nicht runter.
Ich gehe weiterhin noch aufs 4. und aufs 5. Je mehr Tore, desto besser. Und ob wir das dann halt nächste Saison in der Bundesliga durchziehen, das sollt ihr halt auch mitbestimmen. Ihr könnt ja auch mal unten reinschreiben, gerne. Ich werde aber dann nochmal einen Community-Tab wahrscheinlich schreiben und eine Umfrage machen, ob wir den hier weiterspielen sollen, ob wir das so wie bis jetzt machen wollen. Simulieren und ab und zu mal ein Spiel spielen. Oder ob ich das erstmal pausiere und mich auf die Sprint to Glory Star fokussiere. Habe ich auch schon mal gesagt, ist jetzt kein Hexenwerk. Ja, ich erfinde das Rad damit nicht neu, aber ich finde das auch eine schöne Sache. Ist mal eine willkommene Abwechslung zum Karrieremodus, ja, den ich ja hauptsächlich mit der Eintracht mache. Das mache ich auch weiterhin. Das macht mir richtig viel Spaß. Und da muss man halt mal gucken, ne? Sprint to Glories oder wenn ihr noch andere Wünsche oder Möglichkeiten habt. Ich kann ja nochmal das ein oder andere Talente-Video raushauen oder was weiß ich. Irgendwas anderes. Dann auch wie immer gerne unten in die Kommentare mit rein. Uedraogo. Aber momentan haben wir hier richtig viel Spaß und richtig viel Laune. Tabakovic! Weiter geht's! 0:4. Das ist krass. Also jeder Schuss ein Treffer. Wirklich. 100%ige Chancenauswertung, wenn man so möchte. Das ist wirklich nicht zu fassen. Was wäre alles möglich gewesen? Das mal in Hamburg. Aber das ist ja Wahnsinn. Guck mal, wie leicht das geht. Rehse, da ist niemand. Bei Tabakovic ist auch wieder niemand und der schaufelt den rein ins kurze Eck. Unfassbar. 4:0. Bin ich genauso fassungslos wie ihr wahrscheinlich. Tja, das darf gerne so weitergehen. Also, würde ich jetzt erstmal sagen, das ist ein großer, richtig, richtig großer Schritt in Richtung Aufstieg. Hannover und Schalke sind schon da. Die warten da noch auf uns, aber Köln kommt über Selke, Pfosten. Aber das ist schon ein Hammer. Also das ist wirklich, wirklich schon ein Hammer hier. 4:0, wir haben noch nicht mal Halbzeit. Und wir sind schon wieder vorne. Es ist Forza. Und da ist er wieder. Da ist Tabakovic. Tabakovic. High five. Eine Hand voll. Ja, fehlen mir die Worte. Ey, wir machen einfach weiter. Weiter. Zack, zack, zack. 5:0. Ehrlich, da spielst du 34 Spieltage lang. Ganz langsam. Spielst du phasenweise auch richtig gurkig. Also eine richtige Graupenspiele waren da mit dabei, ja, Osnabrück, Wiesbaden, Elversberg, Rostock, gerade in der Rückrunde. Und dann kommst du hier in die Relegation, hast einen Haris Tabakovic, der heute mal einen Bock auf den Viererpack hatte und führst nach 45 Minuten 5:0. Und entscheidest quasi eigentlich die Relegation schon damit. Und ich lehne mich mal so ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, das ist auch noch nicht das letzte Tor gewesen, eventuell. Also, Halbzeit, wir hören mal rein. Ja, größtenteils Pfiffe. Eher leise, aber trotzdem Pfiffe sind da. Ja, das beschreibt es ganz gut. 5 Schüsse aufs Tor, 4 Tore Haris Tabakovic, kaum zu stoppen. Also da müssen wir dann auch mal gucken, was mit dem dann ist, aber ist ja Wahnsinn. 3:8 Schüsse, obwohl der Ballbesitz eigentlich ausgeglichen ist, ne? Die gleiche Anzahl von Pässen, aber wir machen halt mehr aus den Pässen. Wir sind halt vorne effizient, das auf jeden Fall. Wir sind einfach zielstrebiger und die Kölner, die erwischen gerade einen rabenschwarzen Abend. Das ist wirklich ein Horrorspiel. 0:5. Und das kannst du dir auch nicht schön saufen. Und da muss im Rückspiel entweder ein sehr schweres großes Fußballwunder her, oder du musst vorher jede Wettmafia aktivieren, die es gibt in Europa. Musst dem Schiedsrichter so viel Geld zukommen lassen, dass er das Spiel irgendwie in deine Richtung noch leitet, aber also beim besten Willen, ey. Das ist hammerhart. Also, ich spiele so wie immer, im Prinzip. Ich nutze die Chancen. Die Lücken sind da. Wir gewinnen die Zweikämpfe. Guckt euch das an. Wir sind immer einen Schritt schneller. Und offensichtlich scheint die Mischung heute zu funktionieren. Das ist der Wahnsinn. Uedraogo schon wieder gegen Chabot. Der läuft auch hinterher. Der sieht aus wie ein Schuljunge. Uedraogo. Schade, langes Eck wäre es gewesen. Tja, aber gut. Weiter geht's. Auch mit Voice Crack. Ledley King. Kenny nochmal. Uedraogo, Forza. Ja, jetzt können wir auch ein bisschen entspannter hinten rumspielen.
können lockerer aufbauen. Also das war mein Wunsch. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir so 1, 2 Tore vielleicht hinbekommen. Hinten zu 0. Ja, oder zumindest das Ergebnis im Rahmen behalten, dass wir zu Hause dann noch alle Möglichkeiten haben. Aber mit einem 5-0. Bei aller Liebe. Ich glaube, da können schon mal die Heimspieltickets gegen Bayern, gegen Dortmund gedruckt werden. Das Derby gegen Union darf auch schon mal geplant werden. Also ich glaube, das wird nicht mehr schief gehen. Zunächst mal. Ich warte aber immer noch das Rückspiel ab. Es hat schon so viele kuriose Sachen hier gegeben. Also vielleicht erinnert euch an das Spiel PSG gegen Frankfurt. Ist zwar auch ein blödes Beispiel, aber da haben wir auch nach 10 Minuten 2-0 hinten gelegen. Lasst die Kölner auch einfach mal so einen guten Start haben gegen uns. Aber ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen. Bei bestem Willen nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass wir das noch hergeben. Aber es ist noch viel zu spielen. Ja, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich wüsste auch jetzt nicht wie wir das noch aus der Hand geben. Sforza, Nusa wieder. Ah, schade. Ich glaube, wenn wir so 1-, 2-mal öfter gespielt hätten, ja, auch zum Beispiel zu Hause gegen Hannover, das war auch eine sehr, sehr unnötige Niederlage. Da nochmal ein Sieg. Und gegen Regensburg, gegen Rostock, gegen Osnabrück, Wiesbaden, wie sie nicht alle heißen, da die Punkte nicht verschenkt. Dann hätten wir jetzt auch schon ja, in der Sommerpause sein können. Aber gut, ist halt nicht. Dafür haben wir ja die Chance, dann eventuell nächste Saison es nochmal besser zu machen. Obwohl es auch da dann wirklich nur um den Klassenerhalt geht. So sage ich mit aller Vorsicht. Achtung, Ledley King. Ja, macht da gegen Ruiz. Also die Kölner, die haben schon ab und an mal ein paar Aktionen nach vorne. Aber das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist ein gebrauchter Abend heute. Das ist eine Blamage. Bis auf die Knochen, das ist für die Region oder für die Stadt Köln, für die Fans in echt, überlegt mal, das würde in echt so weit kommen. Also ich glaube nicht, dass die Hertha in die Relegation kommt, aber überlegt euch mal, die Kölner spielen gegen Hamburg. Die Hamburger mit Steffen Baumgart, ehemaliger Köln-Trainer, und der steigt dann nach 6, 7 Jahren wieder auf mit Hamburg und die Kölner steigen ab. Das wäre Horror für die Kölner, weil man halt auch nicht direkt weiß, ob man dann wieder aufsteigt. Es hat genug Beispiele gegeben, wo wirklich gestandene Bundesligisten auch nicht direkt wieder hochgekommen sind. Schaut euch Hannover an, Nürnberg, schaut euch Lautern an, die schon seit über 10, 12 Jahren unten rumdümpeln in der 3., 2. Liga. 1860, die kommen überhaupt nicht mehr wieder. Der HSV, da hofft man ja immer jedes Jahr, dass es jetzt soweit ist, aber sie verkacken es dann immer wieder aufs Neue. Gibt schon kuriose Sachen, doch, hat schon sehr, sehr viel kuriose Sachen gegeben, das wird es auch weiterhin geben. Hier gibt es jetzt die letzten 10 Minuten Trainingsspiel, Charakter. Hat schon die leichte Deutschland gegen Brasilien Vibes. Achtung, die Hertha, die Kölner mit der Chance, aber die Hertha, die steht. Abseitsfalle funktioniert, Adamian, perfekt, ja, war abseits, auch wenn nur knapp. Aber das fahren wir hier nach Hause. Und das fahren wir hier ganz genüsslich und ganz entspannt nach Hause. 5:0. Wow. Wahnsinn, Wahnsinn. Haben die Dreierkette gespielt? Scheint so. Oder Viererkette, weiß ich nicht. Es sieht nach einer Dreierkette aus. Jetzt. Ich weiß nicht, ob sie schon von Anfang an gespielt haben. Auf jeden Fall scheint das nicht so aufgegangen zu sein. Sehr gut. Wir gewinnen Zweikämpfe, wir antizipieren. Also das war heute ein rundum perfektes Spiel. Also die erste Halbzeit, wie gesagt, die war eine 10 von 10. Da hat alles gestimmt. Chancenverwertung hinten haben wir sicher gestanden in der Defensive. Besser kann man es nicht machen. Die Kölner kommen nochmal über Somerville. Adamian vorbei. War es gar nicht, war nämlich Waldschmidt. Aber es war gerade bezeichnend. Die Hände vors Gesicht geschlagen. Da kannst du auch nur mit dem Kopf schütteln. Also das war heute eine Demütigung. Das war schon ein Klassenunterschied. Dabei sind wir der Zweitligist gewesen. Also 5:0. Relegationshinspiel. Wir stehen eigentlich schon mit 2 Beinen in der Bundesliga. Wir müssen es jetzt nur noch über die Ziellinie bringen im Rückspiel. Aber das war heute, ja, zeitweise eine Vorführung und eine ganz, ganz große Machtdemonstration. Tja, lässt mich immer noch ein bisschen sprachlos zurück. Oben die Trainerbewertung ist immer noch im orangen Bereich, fast im roten Bereich. Übertreib mal. Ich glaube, der direkte Aufstieg war das Ziel, aber wir können ja immer noch aufsteigen. So ist es ja nicht. So, hier kommen ein paar Angebote rein für Buchalakis.
Nee, beziehungsweise ist abgelehnt worden. Genau. Auslaufende Spielerverträge. Das hat jetzt alles noch Zeit. Wir spielen jetzt noch das Rückspiel an einem Sonntag. Monatsbericht Jugendmannschaft. Was machen hier unsere Jugendleute? Ja, die kommen auch so langsam ran. Die haben alle ein Potenzial. 88, 90, 91. Ihr seht. Also auch die, wenn wir die ranführen würden, die nächsten Jahre, wenn wir die verleihen würden, die würden auch irgendwann dann gut werden. Tja, aber jetzt bringen wir es zu Ende. Also der letzte Part für diese Saison. Und dann gucken wir, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich denke mal, der Aufstieg ist uns nicht mehr zu nehmen. Bringen wir es über die Ziellinie. Und dann hoffe ich, euch hat das Hinspiel gefallen. Wahnsinn. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, auf jeden Fall auf Abo klicken. Daumen nach oben. Schaut die anderen Videos an, die in der Endcard verlinkt sind. Und dann, ja, ein letztes Mal. Hertha gegen Köln, Rückspiel, Relegation. Macht's gut. Ciao, ciao.